Rituale, die mir persönlich Kraft geben und wie ich mit negativen Gedanken umgehe, um nicht in dieser Gedankenspirale, in diesem Gedankenkarussell verloren zu gehen. Das ist das Thema der heutigen Folge Fragenfreitag. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass du mich ein kleines Stück auf meinem Waldspaziergang heute begleitest. Lass uns am besten direkt losgehen. Hast du kraftgebende Rituale und welche sind das? Schöne Frage, danke dafür, danke für den Denkanstoß. Denn kraftgebende Rituale sind ganz unterschiedlich irgendwie bei mir. Das ist manchmal eine Routine, die irgendwie morgens, mittags, abends fest integriert ist. Das können aber auch kleine Momente den Tag über verteilt sein, die mich aufladen. Wie zum Beispiel hier jetzt ein Waldspaziergang. Wenn ich einfach eine Runde durch den Wald gehe, mit dem Vogelgezwitscher, jetzt hier schön die Sonne im Gesicht, solche Momente zu genießen. Das sind auch kraftgebende Rituale, die ich immer wieder in den Alltag versuche einzubauen. Oder was heißt versuche? Ich nehme mir ganz bewusst Zeit für diese Momente, um da reinzugehen, um die Energie daraus mitzunehmen und diese Stille in mir zu spüren und einfach mal innezuhalten. Einfach mal hinzuhören, hinzusehen, einfach mal die Augen zuzumachen, zu spüren, was denn so da ist. Und das sind so kleine Momente, die ich immer mal wieder in den Tag ganz gezielt einbaue. Ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag mache, aber ich versuche auf jeden Fall so 2-3 Mal die Woche in den Wald zu gehen und sonst jeden Tag einfach ein bisschen rauszugehen und ein bisschen frische Luft zu atmen. Das tut auf jeden Fall extrem gut. Und worauf ich eigentlich hinaus sollte, das waren die Routinen, die ich wirklich täglich mache. Und da nehme ich dich einfach mal so ein bisschen mit in den Tag, was ich denn so für kraftgebende Routinen habe, die ich wirklich täglich mache und die mir einfach extrem gut tun, dass ich nicht morgens schon mit komplett Stress, Druck und hier Nachrichten, da eine Story und immer irgendwie Action in den Tag starte, sondern erstmal nur bei mir bin und mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit und einer gewissen Aufgeräumtheit in den Tag starte. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, doch da habe ich was, wo ich morgens nicht direkt immer drüber nachdenken muss und gucke, okay, was mache ich jetzt, sondern ich habe eine gewisse Routine, wo ich sage, okay, da gehe ich mit rein und das gibt mir immer irgendwie eine sehr beruhigende Energie mit in den Tag. Und wie das aussieht, da nehme ich dich gerne mit. Und zwar mache ich das so, dass ich sowas wie Instagram, WhatsApp oder Social Media, alles was so dazugehört, das lasse ich für die erste Stunde bis ersten 2 Stunden des Tages erstmal komplett außen vor. Also ich nutze mein Handy morgens eigentlich nur für eine geführte Meditation. Das ist so direkt der erste Punkt. Das ist das Erste, was ich morgens eigentlich mache. Nachdem ich kurz im Bad war, setze ich mich hin und gehe für 15-20 Minuten in eine Meditation rein. Das mache ich mal mit einer geführten Meditation. Dafür nutze ich ganz gerne Waking Up von Sam Harris oder Headspace oder von Joe Dispenza nutze ich auch gerne Meditation. Oder ich mache das einfach Freestyle. Also dass ich mir vielleicht ein paar Frequenzen anmache und nur für mich reinspüre, in den Atem gehe, in meinen Körper reinspüre, was gerade so für Themen da sind. Dann mache ich mir meinen Kaffee, lese ein paar Seiten im Buch, meistens so 10 bis 20 Seiten ungefähr. 20 ist übertrieben, eigentlich eher 10 Seiten. Dazu trinke ich meinen Kaffee und dann gehe ich ans Handy. Und dann sind so die ersten 1-2 Stunden des Tages eigentlich auch rum. Dann gehe ich ans Handy, gucke mal so ein bisschen, was irgendwie bei Instagram los ist, gehe durch die WhatsApp-Nachrichten, beantworte da vielleicht zu ein paar Coachings, ein paar Themen und dann gehe ich, je nachdem welcher Tag gerade ist oder wie ich mich gerade so fühle, gehe ich meistens noch in eine kleine Yoga-Session rein, das heißt so 10, 15, 20 Minuten Yoga, dass der Körper so ein bisschen durchblutet wird, wenn du die Podcast-Folge am Montag gehört wirst. Hashtag angeblutet. Was das damit auf sich hat, hör dir dazu gerne mal die Podcast-Folge an, denn in der neuen Podcast-Folge bei Straff Inside gehe ich nochmal intensiver da rein, wie ich gerade so trainiere. Da beschreibe ich dir ein bisschen, was gerade so für Bewegungen am Start sind, welche neuen Bewegungen gerade vielleicht auch reinkommen, welche neuen Sportarten vielleicht gerade noch reinkommen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann geh da gerne nochmal näher rein. Ich verlinke dir das auch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Und nach einer Yoga-Session, ich mache das dann immer so, dass ich so 2 Workouts ungefähr die Woche habe. Wenn ein Workout-Tag ist, wenn ich mich gerade nach einem Workout fühle, dann gehe ich runter in mein Keller-Gym, eine Runde Yoga,
eine Runde Workout. Und danach geht es in die Eistonne. Dann geht es ans Porridge. Das ist auch echt so ein schönes Ritual, finde ich, dass ich meine erste Mahlzeit immer so um 12, 13 Uhr ungefähr zu mir nehme. Vorher habe ich erst den Kaffee getrunken, trinke ordentlich Wasser. Das ist übrigens auch ein Ritual. Sorry, wenn das so ein bisschen durcheinander ist. Ich rede gerade einfach wieder Freestyle mit dir und nehme dich so ein bisschen mit in meine Rituale. Wo waren wir jetzt? Morgens, nach dem Kaffee oder zu dem Kaffee. Ich trinke immer diesen Liter Maßkrug. Wenn du dich erinnerst, oder vielleicht hast du das schon mal in einer Story oder in einem Video gesehen, diesen Maßkrug, 1 Liter drin, eine Maß halt. Und den mache ich mir morgens voll, einfach mit Leitungswasser, dann noch so ein kleines Glas Wasser mit Zitrone. Das trinke ich morgens direkt, das heißt, ich habe schon mal 1 Liter Wasser drin, dazu den Kaffee, dann den Vormittag über Wasser und dann ist das auch wieder so eine Gewohnheit, dass du denkst, okay, ich brauche jetzt Frühstück, doch eigentlich hast du morgens nicht wirklich Hunger. Eigentlich ist das nur so eine Gewohnheit, weil du morgens halt immer was gegessen hast. Ich habe mir das selber irgendwann mal gedacht, dass ich da einfach ausprobiere, wie das so aussieht mit dem Thema Frühstück, weil ich selber früher sehr, sehr gerne gefrühstückt habe und auch viel gefrühstückt habe und mich dann gewundert habe, warum ist vormittags eigentlich keine Energie da? Warum bin ich immer müde? So. Genau deswegen, weil der Körper natürlich ständig mit der Verdauung dann beschäftigt ist. Weil du gar keine Energie zur Verfügung hast, die du dann für deinen Kopf nutzen kannst, für geistige Aktivitäten, für deine Arbeit vielleicht sogar. Und deswegen bin ich mal dazu übergeschwenkt, dass ich dieses intermittierende Fasten, also dass ich abends meine letzte Mahlzeit esse und dann vormittags halt nicht, sondern erst um 12, 1 Uhr wieder. Und das passt für mich total gut. Also ich habe dann auch vormittags keinen Hunger. So ab 12, 1 Uhr kriege ich dann Hunger, manchmal auch 11 Uhr, je nachdem. Vielleicht, wenn ich Sport gemacht habe, ist das auch 11 Uhr manchmal. Und dann gibt es ein leckeres Porridge. Auch ultra geil, das ist auch ein schönes Ritual. Das Porridge-Ritual, das ist gut. Wenn du Bock hast, fällt mir gerade dazu ein, dass ich dir mal mein Porridge-Rezept aufnehme. Weil da hat sich auch noch mal ein bisschen was geändert. Ich habe da ja einmal schon ein Video zu gemacht. Doch das Porridge ist in den 3 Jahren ist das mittlerweile, glaube ich. 2 Jahre ist das her. Mal nicht übertreiben. In den 2 Jahren hat sich das Porridge-Rezept natürlich auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen, wenn du Bock hast, lass mich das gerne wissen in den Kommentaren. Dann nehme ich dir auch ein Porridge-Rezept noch mal dazu auf. Was sind noch für Rituale da, die mir persönlich Kraft geben? Lesen auf jeden Fall und Gedanken aufschreiben. Und das ist auch schon direkt so ein Hinweis zur nächsten Frage, wie ich mit negativen Gedanken umgehe. Aufschreiben. Aufschreiben. Einfach den Gedanken Raum geben. Sei es zum Beispiel jetzt hier mit einem Waldspaziergang, dass du rausgehst und nicht die ganze Zeit in der Situation bleibst, in der die Gedanken auch entstehen. Weil sonst können die Gedanken natürlich auch nicht an die Luft gelassen werden und weiterziehen. Deswegen geh raus. Lüfte hier oben durch. Schreib die Gedanken auf für ein Journal, dass du einfach drauf losschreibst, ob das ein Fließtext ist, ob das Stichpunkte sind, ob das eine Zeichnung ist, einzelne Wörter. Das ist ganz egal, das ist dir überlassen. Schreib die Gedanken auf und gib dem Ganzen Raum. Das heißt, du musst nicht direkt voll in den Gedanken reingehen, voll in das Gefühl reingehen, alles fühlen, wenn dich das komplett unter Druck setzt. Mir geht das gerade auch so, dass ich einige Gedanken da habe, einige Gefühle da habe, wo ich erstmal komplett überfordert mit bin, die überhaupt zuzulassen. Das heißt, ich tue erstmal Dinge, die mir gut tun, wie zum Beispiel draußen im Wald spazieren zu gehen, wie zum Beispiel zu trainieren, wie zum Beispiel in der Eistonne zu sein, zu lesen, das aufzuschreiben. Das heißt, ich beschäftige mich nicht direkt mit den Gedanken, direkt mit den Gefühlen, weil mich das komplett überfordert, sondern ich gebe dem Ganzen erstmal Raum und schaue erstmal, dass ich Luft bekomme, dass ich irgendwie erstmal so ein bisschen Ablenkung reinbekomme, weil mir das dann in dem Moment gut tut, weil mich alles andere direkt überfordern würde. Und dann mit einem etwas aufgeräumteren Kopf beschäftige ich mich dann nochmal intensiver mit den Gedanken und mit den Gefühlen, die dazu auch hochkommen. Und wenn du dann da reingehst, dann kann es total helfen, wenn du das aufschreibst. Und wenn du das vielleicht in einem Rahmen von einer Meditation machst. Das hilft mir total gut, dass du dich einfach hinsetzt und beobachtest, okay, was kommt jetzt gerade hoch? Und das, was hochkommt, das schreibst du dir dann im Anschluss auf.
Und es hört sich immer so leicht an, ja, okay, Gedanken dürfen da sein, Gefühle dürfen da sein, das darf alles gefühlt werden. Ja, das ist auch richtig. Das stimmt auch. Und es ist auch gut, wenn du damit sein kannst, wenn du diese Gedanken zulassen kannst, diese Gefühle zulassen kannst. Doch das ist gar nicht immer so einfach. Und du musst dich damit auch nicht unter Druck setzen, dass du so denkst, okay, wenn jetzt gerade so ein Gedanke da ist, den ich aber eigentlich gar nicht fühlen will, oder so ein Gefühl da ist, was ich nicht fühlen will, was mich voll überfordert, jetzt muss ich aber direkt da reingehen, weil ich das so gehört habe, dass das gut sein soll. Ich kann dir da jetzt auch nur meine persönliche Meinung oder meine Empfehlung mitgeben. Doch mir persönlich tut das nicht immer gut, direkt in ein Gefühl oder in Gedanken reinzugehen und mich dann voll da drin zu verlieren. Sondern manchmal oder meistens hilft mir das auch total, erstmal ein bisschen Distanz zu schaffen, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu diesem Gedanken, zu diesem Gefühl, ein bisschen klar zu werden im Kopf und dann schaue ich nochmal da drauf. Schaue ich vielleicht mit einer anderen Perspektive da drauf. Kann die ganze Situation vielleicht ein bisschen anders beurteilen, anders wahrnehmen oder ein bisschen differenzierter betrachten. Also für dich nochmal zusammengefasst, hast du kraftgebende Rituale, welche sind das und wie lässt man negative Gedanken los? Funktioniert auch ganz gut in Kombination. Zufälligerweise habe ich genau diese beiden Fragen für das Video ausgesucht. Meditation, Sport, Waldspaziergänge, Schwimmen hilft auch total gut. Journalen, das heißt Gedanken, Gefühle aufschreiben, den ganzen Raum geben, vielleicht auch mal rauszuzoomen, Abstand zu gewinnen und aus einer anderen Perspektive dann wieder mit klarem Kopf drauf zu schauen. Das heißt, such dir Dinge raus, die dir persönlich gut tun, wo du dich einfach wohlfühlst, wo du ein bisschen Klarheit gewinnen kannst, wo du den Kopf durchlüften kannst, auf neue Gedanken kommst, beziehungsweise auch eine andere Perspektive auf die Gedanken gewinnen kannst. Das sind auf jeden Fall Dinge und Situationen, Umgebungen, die mir persönlich Kraft geben, die ich immer ganz gezielt wieder in meinen Alltag einbaue und wo ich mir auch bewusst Zeit für nehme, um das zu erleben, um das wahrzunehmen, um das bewusst in mir aufzunehmen, diese Energie. Das tut total gut, wenn du das auch alleine machst und es tut auch extrem gut, wenn du das Ganze mit einem Menschen teilen kannst. Entweder in direkter Gesellschaft oder wenn du einer Person im Nachhinein dann davon erzählst und vielleicht Gedanken und Gefühle genau zu diesen Themen auch austauschen kannst. Das hilft auch extrem. Und genau damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mich hier heute wieder ein Stück auf meinem Waldspaziergang begleitet hast. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Sonne im Gesicht, gehe noch ein paar Meter, setze mich hier gleich noch hin und mache mitten im Wald mit dem Vogelgezwitscher im Hintergrund noch eine schöne Meditation. Und was mich interessieren würde, was sind denn Dinge, die du ganz gezielt in deinen Tag einbaust, die dir Kraft geben, die dir neue Energie geben, die dich gut fühlen lassen? Und wie gehst du? Ups, was rennt hierher? Ein Vogel. Und wie gehst du mit negativen Gedanken um? Schreib das gerne mal in die Kommentare, lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dein Niklas. Ciao.